dahinter kämpft Daniel Egan. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Tommy. Da kommt. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Ja, hallo liebe Simracing und Rennsportfreunde und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Heute hier zur 4. Station der Historic Formula One Masters und wir sind in Le Mans zu Gast. Das bedeutet heute wieder eine wilde Windschattenschlacht und ich bin mal gespannt, ob es heute jemand gibt, der irgendwie unserem Leon gefährlich werden kann. Würde ich sagen, ohne viel weiteres Gequatsche wünsche ich euch allen ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Good evening, Jeffrey, our race director. If everyone has a problem, Jeffrey is in his own chat. You can talk with him every time. Okay. No, Jeffrey is Samir. Jeffrey Samir, yeah, Jeffrey Samir is the boss in racing. I'm only the promoter. I'm for the happy things, you know. Little Bernie Ecclestone. I'm like the Bernie Ecclestone from the Lotus years, but I will not be a millionaire with this series. I think so. It's difficult to be a millionaire with this. I hope I don't lose too much. Are you by any chance at the Parkside Studios right now? Yeah. but the image is cool. Because a client of mine has a birthday party there tonight. Guten Abend. Good evening. Hi. Yeah. In a few minutes, the server will be open, I think. Yeah. Tommy is on the way to home. He came in the last minute, I think. Good for him. Good for him. And some guys today are driving the 12 hours of Sebring. That's why Kleber is not at the start. And Don Ruckel is also not at the start. Normally Richard Thurston would drive today, but he is also at the start in But I miss Ben. Where is Ben? Not here. He should be here. He is driving in the car and he's going to be late. Oh. He has type. So Agent Ben is second in the championship. Okay. Yeah, it's a warm up for him. Silverstone video is nearly finished. Let's hope he makes I make the a lot of second place. mistakes in the highlight clips. That's why I must render it new. Sorry. We have two Michaels in the race, and I don't see that I changed the names. Server is open. Okay, guys, Server ist open. So, liebe Zuschauer, der Rennserver ist offen und der Grand Prix beginnt. Me, Robert and Russell are already in. Aktuell fehlen noch die Jungs von Chip Racing und auch der Tommy ist noch nicht da. Does she know that? Die Jungs werden sich aber alle hier noch einfinden. Like she said, it's open.
Da bin ich heute mal gespannt, welches Team sich hier das beste Setup gebaut hat. Und ich denke mal, dass unser Championship-Leader Leon heute hier wieder einer der schnellsten im Feld ist. Aber zuerst haben wir ja die Qualifikation. Schauen wir mal. Yeah, Michael J. Taylor is at the start and also Thomas Burling. The complete Chip Racing Team, I think. Chip Racing ist ja auch in der Teammeisterschaft sehr gut positioniert. Did you say the complete shit racing team? Or what? Chip Clear your ears. As you know, it's just a slip of the tongue. Die aktuellen Meisterschaftsstände haben wir oben mal eingeblendet. Leon macht sich da vorne langsam auf und davon. I see it will be funny today. AJ, unser Kanal? Im Quali, ja. Ja, ich geh schon mal AJ, geht's dir heute besser? Ist ja noch Open Practice. Ja, gestern hat's mir den Magen umgedreht, aber ich komme klar. Ich hab Pillen, die das in Schach halten. Alles das gut. Mir letzte Woche, als ich beim Tommy war, hat's mir den Magen umgedreht. Kommst du mit Sebastian, oder? Zum Glück geht's mir jetzt wieder gut. Ja, das ist schön. Verlasst ihr mich jetzt alle schon? Könnt ihr ja dann die gehen alle ja. Ja, ich glaube, ich gehe auch schon mal rüber. Ja, die wollen alle schon mal Taktik besprechen. Okay, die könnt ihr doch auch mit mir besprechen. Patrick, schickst du, wir kommen wieder. Also nur schnell sein, das reicht ja. Ich komme euch dann besuchen, einzeln dann. Krieg schon die Geheimnisse raus. Da machen wir. Sebastian kann ja dann mitkommen. Northern Window Racing Team ist hier. Yep. What? They have no secret. Byron is supposed to drag me to the right place. I hope Ben will come and Tommy. But I think you can join the server till the qualifying is over. Oh, I don't know exactly. Jeffrey, what did you think? It should be you can join until qualifying is over. Yeah. Hopefully they make it. And next week we must make the next season we must make the calendar better. Today with the 12 hours, so many drivers couldn't start today. Letztendlich ist jetzt ja auch hier unser Tommy und unser Ben eingetroffen. So, ich gehe mal zu meinen Teammates. Tommy, wir hören uns dann vorm Rennen nochmal. Ich komme dann zwar einmal hin oder ihr kommt mal zu mir. Ja? Alles klar, ja, ich habe den Stream gestartet. Alles Gute. Ja. Alles Gute, ich drücke dir die Daumen. Inzwischen ist das Qualifying seit 10 Minuten in vollem Gange und wenig überraschend hat sich Leon Forst an die Spitze gesetzt. Ganz viel Spaß. Dahinter Sebastian Starke und auf P3 aktuell Wolfram Grund. Ja, deine zwei Jungs haben sich schon wieder an die Spitze gesetzt. Alter. Das habe ich gesehen. Ich guck mal, was das Wetter ist. Das Ist doch schön. Ja, was sagt die Windrichtung? Südwest. Südwest, ja. Wir haben doch Nordwest eingestellt. Ja, natürlich. Allerdings, da das ja auf allen Trainingsservern Südwest war, sollte sich heute kein Problem darstellen. Ja. Das Team Kaltverformung heute wieder richtig gut aufgestellt. Wolfram aktuell auf P3 und jetzt schiebt sich Pascal Steinke da nach vorn. Setzt sich noch vor seinen Teamkollegen. Wow, Top-Zeit von Sebastian hier, 3:22,4. Eine Top-Teamarbeit hier von den Jungs und auch Adam ist heute richtig schnell hier. Ich muss euch das mal lauter machen, besonders dich, Leon. Ganz eng. Du bist so leise in meinem Discord. Pascal, Wolfram und Michael Draxler fast die gleiche Zeit gefahren, und Sebastian Starke und Boss. Und inzwischen ist auch unser Ben und sein Teamkollege Michael J. Taylor unterwegs auf der Strecke. Vorne an der Tabellenspitze hat sich inzwischen Wolfram wieder vor seinen Teamkollegen gesetzt und Leon hat jetzt hier eine 2:20 aus dem Hut gezaubert. Wow. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Qualifying-Zeit rum und Leon behauptet sich weiterhin an der Spitze. Jetzt allerdings vor Michael Draxler und Sebastian auf 3. Adam Glatzka hat sich inzwischen vor seinen Jungs vom Team Kaltverformung auf den 4. Platz gesetzt, dann auf 5 Wolfram und auf 6 Pascal. Und jetzt ist auch Luke hier unterwegs und hat seine erste Runde gesetzt. Er kommt jetzt das erste Mal hier über den Zielstrich und P10. Da fehlt noch ein kleines bisschen nach vorn.
Hier haben wir euch ein Schaf mal im Bild. Aktuell P7. Der Teamkollege von Michael Draxler geht da ein kleines bisschen weit. Hinter ihm ist Michael Draxler unterwegs. Wir sehen ihn hier. Und Adam Klatka vom Team Kaltverformung konnte sich inzwischen an Sebastian Starke vorbei auf P3 schieben. Tommy aktuell auf P8, unser Bayern P9 und sein Teamkollege Dominik auf 10. Alter. Wir sehen unten in Tommys Switch, dass er noch so ein paar Eingewöhnungsprobleme hat. Weil ich das hasse, wenn man... Hat nicht so viel Zeit gehabt diese Woche zum Üben. Ja. Jungs, ich wünsche euch alles Gute. In 5 Minuten geht's rennlos. Danke. Ich bin dann so nach ein paar Runden komme ich mal rein. Okay, viel Spaß beim Kommentieren. Hier, Dankeschön. Ciao. Ja, also. Jungs, euch alles Gute. Dankeschön. Super Quali, ganze Team, ziemlich weit vorne. Adam P3. Könnte besser laufen, aber könnte auch schlechter sein. Ich. Gebt euer Bestes. Und wie ihr gemerkt habt, switche ich jetzt nochmal zu den Teams rein und wünsche allen alles Gute. Ich hoffe. Die Pace stimmt, wenn ihr zusammenarbeitet, vielleicht der Leon über eine Sekunde schneller, der hat einen rausgehauen. Wahnsinn. Aktuell bin ich hier beim Team Kaltverformung zu Gast. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend und die Jungs müssen alle erstmal ins Ziel kommen. Deswegen, ich drücke euch ganz fest die Daumen, allen 3. Dankeschön, Toni rum. Und wir sehen uns gleich rum in 4 Minuten. Ich wollte gerade sagen. Wir hören uns dann in der Pause. So Jo. sieht's aus. Bis dahin. Wie lange geht die Pause? 15 Minuten diesmal? Oh, ich weiß nicht, was Tommy, ich glaube 10 Minuten hat eingestellt. Aha, da sehen wir gleich. Okay. Ja, dann wünsche ich deinen Jungs auch viel Glück. Ja, habt ihr Vorgang? Auf jeden Fall. So, alles Gute. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Okay, guys, I wish you all the best for the race. Good luck, Patrick. Yeah. Thanks, Good Patrick. starting positions, and I hope we have no issues during the race. I hope we have a smooth race and all have fun. Fingers crossed. Also, I hope that. Yeah. You can come in the guest chat when we have break. To have a little bit fun together. Yeah. Yeah. We'll see. We'll see. All the best for you. All the best. Grumpy old Thomas, you know. Yeah. I hope it will be a good race for all. Yeah. Okay, till later. Yeah. Ciao. Bye. Sure. Yes. Okay, guys. I wish you all the best for the race. Cheers. Yeah. And to you. And maybe we be here in the break. Ben's not here, by the way. Cool to have you here at the start. Most of the guys are at Sebring, like Don Ronkel or Kleber is also in Sebring at the start. He's now fifth in his class after six hours, and I hope they will finish good. Nice. But first I cross my fingers for you all today. And Cheers. Let's hope for not a big start pile up like the last time I raced. Oh, it's alright, I forgot to turn my engine on last week, so I'm hopefully going to do that this time. I hope you have fun all. Yeah. Is it 2 10-lap races? Yeah, first one says 45 minutes, 10 laps, and then... Both races are 10 laps. Okay, thank you. Tommy made the settings. Because when I made the settings, I always made a mistake. Okay, when I made the settings during the race, it will be dark. Or something like that. Sounds like fun, that does. I did Monday night skippies in the dark once, that was fun. Okay, guys, have fun and all the best. And you. Yeah. Have a good one. Ciao. Okay, guys, I wish you all the best for the race. Have fun. Yeah. We're gonna have a great time. Yeah, I hope so. I hope nobody will stop at the start and we have a clean race for all. Yeah. I hope all have fun. That's the most important thing.
Well, it's all about the fun, man. Es gibt sowieso einen riesen That's why all Unfall. the Ich hab best das and irgendwie good luck. Ja? Alright, See thank you you. later. Ciao. Im Urin. Erste Runde, erste Kurve oder was? Ausgeflogen, glaube ich. Okay, Jungs, dann wünsche ich euch auch noch alles Gute. Habe ich dann alle abgeklappert. Nicht wirklich was. Bei mir hier wirklich. Ich hoffe, es bleibt Aber keiner ich auf hab, dem Stock stehen oder hab ich irgend sowas. vergessen zu erzählen. Alles Gute. Ich habe ein Modellauto Und hab- gekauft, ja. einen Lotus 79. Hier auch. Ciao. 1:14. Und damit ist das Qualifying jetzt abgeschlossen und das Ritting müsste gleich beginnen. Leon Forst auf Pole vor Michael Draxler und Adam Klatzka, Sebastian Starke auf 4 und Pascal Steinke auf 5, Wolfram P6, Thomas Silvernagel P7, Eugen Scharf P8, Byron Long P9 und Dominik Ochochuso auf P10. Ich hoffe nicht, dass der sich meinen Stream anschaut, verdammt. So, denkt an Sprint. Ich hab gelogen. Ich hab gelogen. 61. Na gut. Ja, glaub ich noch mal. Und da stellen sich die Jungs jetzt alle auch schon auf. Wie vorhin schon erwähnt, 10 Runden haben wir heute auf der Uhr stehen. 10 Laps. Ja, Good luck, everyone. wir haben 5,5 Liter Sprit pro Runde. Das wird ja mal reichen. Wait up. 10 Runden, ja. Ja. Normalerweise sind es 11 aufgeschrieben. Okay. 61. Noch ein paar Sekunden, dann müsste dann auch die Ampel erscheinen und das 7. Rennen der Historic Masters hier freigeben. 18 Fahrer haben wir heute im Grid stehen. Egal. Alles Gute euch. Haut's. Wie gesagt, ein paar von den Jungs sind heute in Sebring am Haut's Start. raus. Und damit haben wir jetzt den Grid vollständig und es kann losgehen. Wir haben immer Trainingsrunden. Ach du Scheiße. 8, 7, 6, 5, Ich mach mal stumm hier. 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben. So wie es aussieht, sind alle gut weggekommen. Leon hat sich direkt von der Pole Position aus in Führung gesetzt. Direkt dahinter Michael Draxler und Adam Klatzka. Auch Sebastian Wolfram, Pascal und Tommy sind da gut weggekommen. Oh, und da musste Luke aber ausweichen und da hinten kracht's. Ich hab gerade gesehen. Uiuiui. So wie es aussieht, war da auch unser Byron mit drin verwickelt. Schauen wir gleich mal. Jetzt erstmal hier zurück zum Feld. Luke von ziemlich weit hinten gestartet, ist da schon auf dem Weg nach vorn, versucht an Tommy vorbeizugehen, hatte aber noch keine Chance. Direkt hinterm Luke Thomas Börling und Ben Summers, die auch von ziemlich weit hinten gestartet sind. Und wir schauen uns gleich mal den Zwischenfall vom Start an. Oh dear. Robert is braking too late. Oh dear. Oh, what a... Ah, Wow! Oh, Byron. And this is why you don't go for moves like that on turn 1. Robert. Either of them could have done breaking that late on lap 1. Und während die ersten Windschattenschlachten jetzt hier in vollem Gange sind, Eugen Scharf da an Ben Summers vorbeigeht und auch ganz hier vorne Michael Draxler, Adam Klatzka und Leon Forst um die Führung kämpfen, hatten wir noch einen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt direkt mal hin. Jan Stefan hier, a little bit too wide, with 2 wheels on the grass. Oh Gott, okay. Jan Stefan hier. Oh dear. The only lost car. Jan Stefan is a very lonely guy here. Yeah. But nothing happened here and he can go on. Hier vorne die ersten 3 ganz eng beisammen, aber auch dahinter gibt es wilde Kämpfe. Leon behauptet seine Führung, dahinter Adam und Michael Seite an Seite, aber auch dahinter Sebastian und Wolfram kämpfen da um die Position. Während Luke geschafft hat, an Tommy Silvernagel vorbeizugehen, direkt dahinter, kämpft Adam und Michael immer weiter hier und da hinten geht einer weiter, geht einer fliegen, aber nichts passiert. Russell Hamilton ein bisschen zu schnell in die Kurve gedonnert, einmal kurz durch Kies und weiter geht's. Thomas Willershausen geht da auch dran vorbei. Während hier vorne der Kampf in die nächste Runde geht, Adam und Michael immer noch Seite an Seite und jetzt setzt sich Adam da erstmal in Führung. Und schon kann sich Leon ein kleines bisschen absetzen. Der Vorsprung beträgt jetzt hier schon fast 1 Sekunde. Dahinter Sebastian und Wolfram kämpfen da um P4. Hinter den beiden lauert Luke auf seine Chance. Dann haben wir Pascal Steinke P7, Tommy P8, Thomas Börling P9, Eugen Scharf auf 10, Ben Summers auf 11, Michael J. Taylor auf 12
Dominic Occhiochuso auf 13, Thomas Willershausen auf 14 und den letzten Punkteplatz belegt Russell Hamilton. Oh, Adam auf 2, sehr schön. Hier im Mittelfeld kämpfen Michael J. Taylor und Dominic Occhiochuso um die Position, müssen nach vorne schon leicht abreißen lassen. Und auch hier hinten Thomas Willershausen und Russell Hamilton haben da schon etwas größeren Abstand nach dem Zwischenfall am Start. Ansonsten ein sehr, sehr sauber beginnendes Rennen hier. Adam kann sich noch vor Michael behaupten, der drückt allerdings von hinten gewaltig. Zu Sebastian auf P4 haben die Jungs schon fast eine Sekunde Vorsprung. Und Leon ganz vorne macht sich mal wieder aus dem Staub. Er hat jetzt nach einer Runde schon über 1,5 Sekunden Vorsprung auf den gesamten Rest des Feldes. Während hier Sebastian versucht wie wild seinen 4. Platz gegen Wolfram zu verteidigen. Und da geht jetzt auch Luke Rasputic in den Angriffsmodus. Pascal ist da schon ein kleines Stück weg von den Jungs, fast eine Sekunde Abstand. Oh, Luke ist da ganz schön nervös, da hinten der drückt und will unbedingt vorbei. Ich denke mal, da wird jetzt gleich ein Angriffsversuch kommen. Da sticht er auch schon innen rein, Dunlop Schikane und geht sauber durch. Da hat Wolfram aber auch fair mitgespielt, man kennt sich ja inzwischen. Das bringt natürlich Pascal und Tommy hinten wieder direkt dran. Jetzt bilden sich hier so langsam Grüppchen in der zweiten Runde. Hinter Tommy klafft schon eine Lücke von ungefähr 1,5 Sekunden zu Eugen Scharf, der sich auf P9 befindet und Thomas Börling überholen konnte. Und bis auf den kleinen Zwischenfall am Start bisher alles sauber und fair. Jetzt geht das Feld hier wieder raus auf die lange Mulsanne-Geraden, die wir ja ohne Schikanen fahren und die wilde Windschattenschlacht geht von vorn los. Ordentlich abreißen da den Windschatten. Aber so wie es aussieht, sind die Abstände jetzt hier ein bisschen zu groß, um anzugreifen. Scheiße, komm schon, komm schon, komm schon. Wir sehen es hier, Leon inzwischen 1,5 Sekunden Vorsprung auf Adam Klatzka. Der wiederum ungefähr eine halbe Sekunde Vorsprung auf Michael Draxler. Dann haben wir Sebastian Starke, Luke Rasputic, Wolfram Fund, Pascal Steinke. Und dann schon eine Lücke von fast einer Sekunde zum Tommy, der hier so langsam den Anschluss nach vorn verliert und damit auch den Windschatten, der hier enorm wichtig ist. Hat aber auch nach hinten ungefähr 2 Sekunden Luft zu Eugen Scharf. 7 Sekunden schon. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Michael Draxler geht da wieder an Adam Klatzka vorbei. Die Plätze 2 und 3. Und auch hier hinten, Thomas Börling konnte sich wieder an Er hat das Hütchen da weggenommen, ey. Eugen Scharf vorbeischieben. Die Plätze 9 und 10. Und auch hier hinten gibt es einen Kampf. Michael J. Taylor gegen Dominic Occhiochuso und Dominic konnte sich da durchsetzen. Nach hinten zu Thomas Willershausen klafft schon eine Lücke von über 7 Sekunden. Und während sich Michael da vor Adam behaupten kann, hat es Luke geschafft, an Sebastian vorbeizugehen. Musste jetzt in der Kurve auch ein bisschen weit gehen und Sebastian versucht da erneut anzugreifen, muss sich aber nochmal hinten einsortieren. Direkt hinten dran lauert ja auch Wolfram. Die Jungs haben inzwischen schon einen Abstand von über 2 Sekunden nach vorne zum Top-Trio. Und unser Bayern fährt im Feld tapfer hinterher und versucht das Rennen auch irgendwie vernünftig nach Hause zu bringen. Die Jungs gehen jetzt gleich in die dritte von insgesamt 10 Runden. In der Kurve habe ich da echt viel verloren. Da muss ich ein bisschen, Und inzwischen zwischen den einzelnen Gruppen schon große Lücken. Das Führungstrio vorne schon über 2 Sekunden weg von der Gruppe hier. Die Plätze 4, 5, 6, 7 und 8. Und hinterm Tommy dann eine Lücke von ungefähr 1,5 Sekunden zu Eugen Scharf, der inzwischen Thomas Börling wieder überholen konnte. 2 Sekunden langsamer. Und hier haben wir unseren Bayern mal im Bild, aktuell P17, nach Boxenstopp wieder rausgefahren, fährt im Feld hoffnungslos hinterher. Fast eine halbe Minute Abstand zu Jan Stephan und ganz hinten hier Robert Simpkins, auch nochmal rausgefahren. P18, der letzte, der hier im Feld unterwegs ist, auch nochmal 20 Sekunden hinter Bayern. Dann haben wir hier auf P16 unseren Jan. Jan Stephan hat auch schon 13 Sekunden Abstand zu Russell Hamilton, der vor ihm liegt. Und hier gibt es jetzt die nächsten 2 Kämpfe. Sebastian Starke konnte da an Luke Rasputic wieder vorbeigehen. Der Kampf um P4 tobt. Luke setzt jetzt hier einen Gegenangriff. Von hinten guckt sich das Wolfram in Ruhe an. Seite an Seite geht es da Richtung Mulsanne. So,
Also Pascal erstmal wieder überholt. Und auch dahinter, Tommy konnte jetzt an Pascal Steinke vorbeigehen. Die Plätze 7 und 8. Seite an Seite geht es jetzt hier in die Mosan Corner rein. Luke innen und Sebastian außen. Oh nein, da berühren sich beide und Sebastian fliegt ab. Scheiße, Sebastian ist raus. Mann! Liegt da am Streckenrand. Oh, und da kommt Eugen Scharf um die Ecke, kann nicht mehr bremsen und kracht in Sebastian rein. Ihr seht hier, Sebastian lässt sein Rad liegen. Hat das wahrscheinlich gar nicht gemerkt und versucht dann noch weiterzufahren. Oh Mann, unglücklich gelaufen. Alter. Oh, that was Sebastian Starke and Luke. So, guys. Yeah, that was the decision from the first. Yeah, okay. In front of me, I thought. I think Jeffrey and I, we need to decide what punishment we will give, but the problem is that, okay, it was avoidable from those, I would say. The car was okay, but some seconds later, bonk. It was Eugen Scharf who lost control of his car. It was the yellow flag at that time. Hey Sebastian, dir fehlt leider ein Rad. Ach, okay. Ja, dann kann ich ja aufhören, Mann. Nee, fahr vorsichtig weiter. Ja. Oder du machst Towing und fährst mal raus, ja. Ich krieg eh keine Punkte mehr. Ja, jeder Meter zählt. Nee, ich mach die Fast Repair die nächste Woche fürs nächste Rennen. Okay. Damit haben wir auch jetzt den ersten Ausfall zu verzeichnen. Rennen hast du doch an. Unglücklich gelaufen. Und da fährt Michael Traxler an die Box. So wie es aussieht, hat Michael da eine Strafe abzusitzen. Sehr, sehr schade. Verliert er seinen zweiten War Platz. ein bisschen nicht so smart von ihm, ne? Traxler hat keinen Sprint mitgenommen oder was? So wie es aussieht, hatte Michael Traxler in der Runde vorher einen Slowdown, hat ihn nicht richtig abgesessen und hat jetzt hier eine Strafe bekommen. Ja, aber ich benutze meine Fahrzeugrechte nicht. 16 Sekunden, das wirft ihn ganz ans Ende des Feldes zurück. Ist der eigentlich? Während Leon, unser Leader, jetzt hier vorne die Segel gesetzt hat. Leon heute mal wieder in seinem eigenen Universum unterwegs, da kann keiner folgen. Aber ein absolut tolles Comeback heute hier von unserem Adam, der sich auf P2 befindet, nach dem Desaster im letzten Rennen. Patrick, kannst du erkennen, ob am Luke auch ein Schaden ist? Luke, sein Auto sieht nicht aus, als hätte einen Schaden. Der ist unglücklich vorne über die Front vom Sebastian gefahren. Okay. Er kann sich schon weiterhin auf P3 hier behaupten. Und wie ihr seht, scheint Lukes Fahrzeug okay zu sein. Naja, aber sind schon 8 Sekunden, da wolle jetzt nicht dahinter. Was ist in der Box? Wahrscheinlich der war ne? Wolfram, Luke und Thomas sind hier immer noch dicht beisammen. Pascal muss jetzt schon langsam abreißen lassen. Und hier gibt es das P15, ne? Das sind 10 Runden. Ja. Ja, bis zu P15. Und Tommy greift jetzt hier den Wolfram an und geht da auch scheinbar sauber vorbei. Da haben wir jetzt Tommy auf P4 und Wolfram P5. Ja, Tommy ist 5. Ja. Die Jungs sind ganz dicht beieinander. Ich habe eine Runde abgeholt, den mache ich und dann gucke ich mal. Da ist Tommy jetzt auch sauber am Loop durchgegangen. Allerdings schafft es Wolfram nicht, sich vorbeizudrücken. Er musste unbedingt sich noch auf meine Hinterachse bremsen, ne? Und Sebastian hadert da immer noch mit dem Rennunfall vorhin. Das habe ich vorhin gemeint, der steht sich auch selber im Weg. Nachdem Sebastian ja schon 2 Rennen auslassen musste, hat er keine Streichergebnisse mehr und deswegen tut das Ergebnis heute besonders weh. Ja, und dann wähle ich schon meine Linie durch die Mulvan-Corner und dann ist er da. Und hier gibt es jetzt einen Gegenangriff. Da muss Luke aber nochmal zurückstecken. So wie es aussieht, scheint das Auto in Ordnung zu sein. Da der nächste Angriff. Der Klick hat was gemacht auf jeden Fall, Sebastian. An der Front verstellen. Das war ganz stark gemacht, außenrum, top. Und Luke schmeißt das Ding hier quer um die Kurve. Ein tolles Rennen von ihm, bis auf den Zwischenfall mit Sebastian. Zum Glück muss ich über diese Situation nicht entscheiden. Dafür haben wir unseren Rennleiter. An der Stelle noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Jeffrey Belk. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir unseren Jeffrey hier haben als Renndirektor und dass er mir diese heikle Arbeit abnimmt. Und durch den Ausfall von Sebastian und den Wegfall von Michael Traxler vorn ist Eugen Scharf bis auf P7 nach vorn gerückt. El Cotletto ist auf P16 noch hinter Byron wieder aus der Box rausgefahren. Fast eine halbe Minute fehlen ihm dann nach vorn, da geht heute nichts mehr.
Unser Bayern hier inzwischen P15, der letzte Punkteplatz, kämpft sich tapfer durchs Rennen. Dann haben wir hier auf P13 Russell Hamilton mit dem wunderschönen Design. Liegt hier auch in den Punkten, nachdem sein Teamkollege am Anfang den Zwischenfall hatte und der andere Teamkollege, Kleber Taromora, heute gar nicht am Start ist. Das kostet Checkered Past Racing heute sicher eine Menge Punkte und den einen oder anderen Platz in der Teammeisterschaft, denke ich mal. Hier vorne an der Spitze alles beim Alten. Leon baut mit einer Rekordrunde nach der anderen seinen Vorsprung immer mehr aus. Aber Adam liegt da solide und sauber auf P2. Ungefähr 4 Sekunden Vorsprung auf Luke Rasputic, der sich inzwischen auf P3 befindet. Hinter ihm Tommy und Wolfram. Die Jungs befinden sich aktuell in Runde 5 von 10, also bewegen wir uns Richtung Halbzeit. Leute, die eng miteinander kämpfen. Ja. Luke, Tommy und Wolfram. Und auch hinten hier Chip Racing, die sind gar nicht so weit auseinander. Und während die Jungs hier vorne fighten, hat man im Hinterfeld wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Welche Fahrer? Auch da schalten wir gleich direkt mal hin. Thomas Böhring, Ben Sommers und Michael J. Taylor. Und hier gibt es jetzt den nächsten Angriff. Tommy versucht da wieder an Luke Rasputic vorbeizugehen. Angriff Tommy, was ihm auch gelingt. Das Spielchen geht in die nächste Runde. Oh, Michael Draxler here on lap 4. Oh! Very strange accident. Oh no! I was so far away because of my... You've talked to your wife? Adam ist einsam. Self-healing. Yeah, I have no issues. Damit geht es jetzt für Michael nur noch ein paar Trainingskilometer, um dann im zweiten Rennen anzugreifen. Wird sicher eine interessante Aufholjagd werden von ganz hinten. Während Luke und Tommy hier Seite an Seite die komplette 100er-Gerade runterbolzen Richtung Mulsanne. Bin ich mal gespannt, wer sich von beiden hier durchsetzt. So, also ich kann nicht wieder rausfahren. Das Rad geht nicht wieder dran. Sebastian wartet da auf die Reparatur seines Fahrzeugs, um nochmal rauszufahren. Du musst den Haken vorher reinmachen. Du musst das Häkchen vorher reinmachen. Wie gesagt, jeder Trainingskilometer zählt. Ja, ich hab's extra rausgemacht. Tommy hier Seite an Seite die ganze Zeit mit Luke. Ein wirklich spektakulärer Kampf hier zwischen Tommy und Luke. Während hier Eugen Schaaf und Thomas Böhrling auch unerbittlich um die Positionen kämpfen. In die Ecke geschossen gekommen und Thomas Böhrling ist vorbei. Der nächste. Dominik Ochochudu. Dominik hatte eben auch gerade einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Das heißt, die Reifen sind jetzt auch ein bisschen, man sieht es hier bei während Leon jetzt schon das Rennen hier vorne in Ruhe managt und sich gechillt mit mir unterhalten kann. Leon Röhr. So Dominic here on lap 5. Oh, careful. Yeah, I saw that in the back. Oh. Too late. Yeah. Just a millisecond too late. Zur Halbzeit haben wir rum. Gerade mal kurz das Herz stimmen. Ihr habt's gehört, wir haben jetzt Halbzeit und überall im Feld gibt es hier noch wilde Kämpfe. Unter anderem hier die Positionen 3, 4 und 5. Luke, Tommy und Mulle kämpfen da um die Position. Nach hinten zum Pascal haben sie die Jungs schon einen Abstand von über 2,5 Sekunden. Porsche Curves und der Wolfram mal kurz die Mauer geküsst. Und ihr seht hier schön, die Jungs geben wirklich alles. Jeder Millimeter der Strecke zählt. Hier haben wir Pascal mal im Bild, Wolframs Teamkollege. Hinter ihm eine Lücke von knapp 5 Sekunden zu den 2 Streithähnen hier. Thomas Böhrling kämpft die ganze Zeit mit Eugen Scharf um die Position. Das geht hier hin und her, Runde für Runde. Und hinter den beiden dann noch einmal eine Lücke von ungefähr 3,5 Sekunden zum Rest von Chip Racing. Ben Sommers und Michael J. Taylor. Und auch hier auf der langen 100er-Geraden geht das Spielchen jetzt in die nächste Runde. Tommy überholt da Luke Rasputic wieder, aber Luke wird mit Sicherheit gleich einen Gegenangriff starten. Und auch Wolfram kommt da von hinten mit Riesenschritten. Und da schert Luke auch schon aus und geht an die Seite. Wolfram hinten im Windschatten, hält sich da noch zurück. Und scheinbar haben Tommy und Luke da auch das gleiche Setup gewählt, denn keiner kann hier wirklich an dem anderen richtig vorbeigehen. Tommy ist jetzt innen hier in der Anfahrt zum Mulsanne Corner und da kann er sich auch durchdrücken. Tommy hat sich spektakulär am Luke vorbeigekämpft.
Luke muss sich dann nochmal hinten anstellen, aber bereitet schon den nächsten Gegenangriff vor. Und während Luke jetzt hier auch rausgeht zum nächsten Gegenangriff, ist Tommy da ein bisschen am Glitschen. Da scheint die Internetverbindung nicht ganz die stabilste zu sein. Und Luke ist da innen Richtung Indianapolis auch im Vorteil. Wird sich da jetzt auch durchdrücken können, schätze ich mal. Ja, Tommy versucht dann nochmal einen Gegenangriff, kommt da aber ins Rutschen. Und Luke kann sich behaupten. Ein toller Fight hier von den Jungs. Aber natürlich kosten solche Kämpfe auch eine Menge Zeit. Und nach vorne wird die Lücke immer größer. Und auch Pascal Steinke hinten konnte seinen Rückstand wieder ein kleines bisschen zufahren. Während die Jungs hier hinten jetzt auch die nächste Runde ihres Kampfes eröffnen. Eugen Schaaf und Thomas Börling. Zwischen seinen Teamkollegen Michael J. Taylor und Ben Summers tobt da auch ein Kampf. Michael konnte sich da an Ben wieder vorbeidrücken. Ihr wisst, Ben ist aktuell Zweiter in der Meisterschaft und seine Hauptkonkurrenten vom Team Kaltverformung sind ein Stück vor ihm. Und Luke, Tommy und Wolfram befinden sich permanent im Dauerfight. Runde 7 und der Vorsprung von Leon auf den Rest des Feldes beträgt inzwischen mehr als 7 Sekunden. Adam solide auf P2 und hier hinten die Plätze 3, 4 und 5 der Dauerfight. Ja klar, das kostet ja Zeit. Boah, Tommy hat jetzt gerade einen wilden Rutscher. Ihr habt sicher alle gerade gesehen, Tommy hat da wild quer gestanden. Da werden jetzt sich so langsam die Reifen bemerkbar machen. Vorsicht, wir haben noch ein Stück zu gehen. Und er guckt sich das von hinten an. Das verschafft natürlich jetzt Luke einen kleinen Vorteil und er kann sich leicht absetzen. Also Tommy, wenn deine Hinterreifen einknicken, dann könntest du den Stabi hinten weicher stellen. Bin ich nicht im Teamchat? Und Tommy kämpft sich da am Windschatten Zehntel für Zehntel wieder an Luke ran, während jetzt Wolfram so langsam abreißen lassen muss. Tommy ist muted. Und da ist Tommy auch schon wieder ganz dicht dran und vielleicht erfolgt da jetzt hier der nächste Angriff. Aber Wolfram verliert so langsam. Schauen wir mal. Sebastian, du kannst es ihm auch privat schreiben. Na, ich will ihn nicht ablenken. Aber auch hier Thomas Börling und Eugen Schaaf kämpfen hier permanent. Eugen greift da auch wieder an. Die Plätze 7 und 8. Jetzt hat sich Eugen wieder nach vorn gesetzt, aber Thomas Börling hat auch eine relativ gute Pace. Inzwischen konnte sich das Duo auch schon fast 10 Sekunden vom Ben und Michael Taylor absetzen, die wir hier mal im Bild haben. Ben folgt da die ganze Zeit seinem Teamkollegen Michael. Scheinbar kann er ihm aber dann nicht gefährlich werden und keinen Angriff starten, ist da zu weit weg. Und hier unser Bayern, einsam und verlassen auf weiter Flur. P15, da müssen heute seine Teamkollegen die Kohlen aus dem Feuer holen. Nein! Au! Schreckmoment, wir hören es gerade. Tommy hatte da einen Zwischenfall. Geht. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da los war. Luke hat einen Fehler gemacht. Und Tommy dachte, er kann profitieren. Hatte Wheelspin aus der Kurve raus und ist leicht eingeschlagen. Und konnte Pascal ihn überholen. Aber das Auto sieht noch in Ordnung aus vom Tommy. Ja. Ach, Wolfram ist auch vorbeigekommen. Oh, Thomas Silvernagel lost his car last lap. Eieiei. A little touch in the wall, but nothing happened and he can go on. Damit ist Tommy jetzt aus den Top 5 rausgefallen und von hinten kommen ja auch noch Eugen Schaaf und Thomas Börling. Die Jungs befinden sich jetzt in Runde 8 von insgesamt 10. Und Wolfram lässt jetzt den Luke ziehen. Oh. Alter! Ups, und da hatte Tommy jetzt den nächsten Rutscher und muss die Jungs ziehen lassen. Die Reifen gehen so langsam ein. Reifen frittiert oder was? Tommy gehen seinen Hinterreifen kaputt. Leo hat gerade nochmal eine mega Runde rausgefeuert. 21,6. Dadurch schiebt sich das Feld natürlich hinten wieder merklich zusammen.
Leon baut mit der nächsten Rekordrunde seinen Vorsprung immer mehr aus. Kann noch B5 holen. Eine 3:21,640. Wahnsinn. Und ich denke mal, wenn Leon in den weiteren Rennen von PC-Problemen verschont bleibt und ich mir so seine Performance hier anschaue, dann denke ich mal, wird es sehr, sehr schwer werden für die anderen Jungs, ihn diese Saison hier zu schlagen. Eine unglaubliche Performance, die er hier an den Tag legt, da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Und da haben wir auch mal Thomas Willershausen im Bild. Ein sehr, sehr sauberes und solides Rennen heute. Ja, Tommy, Pascal und Wolfram. Ja, sind die nah genug beieinander und du weißt nicht, ob Tommy sein Fahrzeug beschädigt ist. Also zumindest steht sein Lenkrad gerade und im Windschatten hat er beide aufgeholt. Hier mal ein Blick nach hinten. Er ist in Blattdistanz eigentlich. Russell Hamilton auf P13 und in seinem Windschatten folgt ihm Jan Stefan auf Platz 14. Nach hinten zu Bayern auf P15 hat Jan genug Vorsprung, das sind immer noch 18,4 Sekunden. Und vielleicht kann er ja auch nach vorn zu Russell Hamilton noch aufholen und dann Überholmanöver wagen. Schauen wir mal. Hier vorne, Luke hat inzwischen einen soliden Vorsprung von ein bisschen mehr als 2 Sekunden auf Wolfram, der seinerseits da zu kämpfen hat mit seinem Teamkollegen Pascal und Tommy. Und ich habe gesehen, im Hintergrund ist da gerade jemand eingeschlagen. Oh, Thomas Börling ist eingeschlagen. Wir sehen es ja auch. Und Eugen Schaaf fehlt da ganz. Und Michael Chase, Thomas überholt. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da los war. Pascal hat dasselbe Problem gehabt wie ich, da aus der Kurve raus. Tommy hat Pascal überholt. Während sich Tommy jetzt den letzten Top-5-Platz hier von Pascal wieder zurückholt. Ihr habt es gerade gehört und auch gesehen. Eugen Schaaf. I see it far away that someone crashed. And then Hey, I have... Wow. Oh no. Ja, aua. Laut STVO hat immer der hinten Schuld. That was my bad. Ja. Sorry, mate. Sorry. And Thomas got no damage from this. Oh, lucky guy. Dadurch sind die Jungs dahinter natürlich alle einen Platz aufgerückt. Michael J. Taylor jetzt P8, Ben Summers P9 und Dominic Ochochuso der letzte Top-10-Platz. Ein unauffälliges Rennen bis auf den kleinen Rutscher vorhin. Dann haben wir hier Thomas Eviltech Willershausen auf P11. Da machen Dominic und Thomas heute eine Menge Punkte wieder fürs Team Northern Winter. Russell Hamilton haben wir hier im Bild, kämpft hier mit Jan Stefan um die Position. Russell Hamilton kämpft da noch mit Jan Stefan um P12. Wie es aussieht, scheint Tommy sein Fahrzeug nicht beschädigt. Kann von Pascal halten oder will Pascal nie angreifen? Obwohl, jetzt kommt er im Windschatten. Und hier gibt es jetzt den nächsten Angriff und wahrscheinlich auch den nächsten Positionstausch. Pascal Steinke gegen Tommy Silbernagel und Tommy hat da Probleme mit seinem Internet, ist da kräftig am Glitschen, kann sich hier aber so wie es aussieht noch vor Pascal behaupten. Er ist noch da. Oh. Tommy ist da wild am Rutschen und Pascal schaut sich das von hinten an. Nach hinten zu Thomas Börling auf P7 haben die Jungs inzwischen einen Abstand von über 11 Sekunden. Und wie ich es vorausgesagt habe, gibt es jetzt hier Richtung Indianapolis den nächsten Angriff und Pascal geht dann nach außen, Seite an Seite. Aber nach dem Knick hier ist Pascal in der besseren Position und Tommy ist da auch leicht am Rutschen, man sieht es hier und Pascal kann sich die Position zurückholen. Ja. Oh, schade. Ein toller Kampf hier um den letzten Top-5-Platz. Oh, und fährt ihn fast hinten auf die Karre. Ich schätze mal, Tommys Reifen sind jetzt ruiniert. Unser Leader Leon befindet sich schon wieder in den Porsche-Kurven auf dem Weg Richtung Start und Ziel und wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Das nächste blitzsaubere Rennen, eine absolute Sahne-Leistung. Da würde ich mal sagen, White Flag. Und da frage ich mich, wer soll Leon auf dem Weg zum Titel noch aufhalten? Inzwischen beträgt der Abstand nach hinten zum Adam, zu unserem Zweitplatzierten, fast 10 Sekunden. Für Leon. Inzwischen fast 10 Sekunden Vorsprung auf Adam Platzkau. Und da haben wir jetzt auch die letzte Runde eröffnet. Weiße Flagge. Aber freut mich für Adam, dass er so ein tolles Comeback hinlegt. Nach dem kleinen Desaster in ein absolut sauberes Rennen vom Adam und ein tolles Comeback. Inzwischen auch fast 10 Sekunden Vorsprung auf Luke, der sich weiterhin auf dem 3. Platz befindet. 3:22,1, auch eine Top-Zeit gerade gefahren. Ein absolutes Top-Ergebnis heute hier für Adam und ganz wichtige Punkte in der Meisterschaft. Luke hat sich auf P3 durchgekämpft.
Wow, jetzt verliert er fast das Auto. Oh, Luke ist ja auch schon wild am Rutschen und Schlingern. Wir sehen es hier. Die Reifen gehen ja auch so langsam in die Knie. Uiuiui. Er hat noch ein bisschen mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Wolfram. Jetzt ist Wolfram wieder dicht dran. Und auch Pascal ist dann noch in Schlagdistanz. Das ist ja dann noch die Startreihenfolge für gleich, ne? Wolfram, ein sehr, sehr kluges Rennen heute, hat aus allem rausgehalten, war da ganz dicht dran und nimmt mit, was er kriegen kann. Und wir hatten weiter hinten mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Schalten wir hin. Das ist die Startreihenfolge wieder so wie Zieleinlauf. Ja. Dominic loses his car here in the Dunlop chicane. Deswegen habe ich gesagt, fast repair und rausfahren. A little spin, nothing happened and he can go on. Yeah. But a few meters later, the tires are dirty and he has another spin. Oh nein! Aber mit Fast Repair wäre es auch P18. But there's enough space. He lost a lot of time, but nothing happened and the race go on. Und es gab da direkt noch mehr Zwischenfälle, die wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir hin. Alle drei Jungs vom Team Kaltverformung heute in den Top 5. Wolfram und Pascal geben sich nach vorne richtig. Michael J. Taylor, Chip Racing here, last corner. Okay. And fun. Oh, that's why Mike lost position to his teammate. I don't know that. Now, yeah, I was just about to say, I've heard of team orders before, but... Ich denke mal, da werden so einige im Feld jetzt Probleme mit ihren Reifen haben. Und während unser Leon jetzt hier die letzten Meter genießen kann, hat man noch einen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt nochmal hin. Aua, aua, oh, Porsche Curves ist hier, ne? Ist Robertson. That was not the race. That was not the race from Robert. Robert. No. Yeah. Rob, if you're listening, bud, I wasn't ignoring your message earlier. I just didn't want to type anything in case I said something stupid. Yeah. when you crash out in the first lap, it's normal that you lose it angry. Ein absolut gebrauchtes Rennen heute für Robert. Da deckt man den Mantel des Schweigens drüber. Ja, Leon, was soll man dazu sagen? Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Die letzten Meter für unseren Leader auf dem Weg zum Ziel. Abgeliefert. Sieg Nummer 5 in einer Reihe. Absoluter Wahnsinn. And the winner is Leon Forst from Germany. Und da kommt jetzt auch die Zielflagge. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch. Gratulation, Leon. Schön gemacht. Danke, danke. Auf P2 haben wir einen Adam. Ganz, ganz sauberes Rennen. Super top. Ein ganz, ganz starkes Comeback und ganz viele Punkte für die Meisterschaft. P3 rettet Luke durch. Auf 3 kommt dann Luke ins Ziel. Allerdings ist der Zwischenfall zwischen ihm und Sebastian noch under investigation. Und da gibt es auch schon die Strafe. Post-Race Penalty. Hier kommt Wolfram. P5 Pascal Steinke und Tommy P6. Das Auto scheint ein bisschen 10 Sekunden mehr ganz auf die Gesamtfahrzeit drauf. Everyone drive slowly, try to get back to the pit. Thomas Börling P7 und unser Ben hat seinen Teamkollegen noch überholt und ist auf Sehr gut, Leon, P8. gut gemacht. Damit kommt Ben auf P8 ins Ziel und Michael J. Taylor auf 9. Danke, 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 danke. Ich denke mal, mit dem Ergebnis festigen sie auch ihren dritten Platz in der Teammeisterschaft. Dann kommt Dominic Ochotuso auf P10 ins Ziel, letzter Top 10 Platz und direkt hinter ihm Thomas Willershausen, P11. Jan Stefan konnte Russell Hamilton noch überholen und ist auf P12 Richtung Ziel unterwegs. Wie gesagt, Russell Hamilton P13, Byron Long P14 und El Cotletto hat seinen Teamkollegen auf den letzten Meter noch überholen können und holt sich für den letzten Punkt wahrscheinlich. Dann gehe ich mal zu den Jungs von Kaltverformung und gratuliere mal. Hallo Jungs, super gemacht. Ja, war Das gut, komplette aber ich Team habe ein hier bisschen in den Top verkackt. 5, Wahnsinn. Das ist halt nur 6. Platz bei mir. Nee. Ja, ja, Weiß nicht, aber welches ich Team bin du das meinst. Auto nicht kaputt Nee, ich glaube, gegangen. ich bin hier verkehrt. Tschüss. Ich bin bei Feind, ich bin hier ganz hinten, genau. Bei euch. Ja, einen Punkt habt ihr noch abgepackt. Ja, ist doch gut. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was da los war. Guck mal. Ja, Protest. Ich wollte hier eigentlich einen Kaltverformung suchen, ne?
Brauche ich nicht. Scheiß Protest. Viel Spaß im zweiten Rennen dann. Okay, Jo. jetzt ist ja erstmal Pause. Ja, klar. Geil, geil. Wie danke, lange? Danke für ein paar Donuts, die kann ich gut gebrauchen. Die passen immer schön in meine Highlight-Clips. Wie lange ist denn die Pause? 10 Minuten. Na also, da kann ich ja noch mal pinkeln gehen. Ja, auf jeden Fall. Das war mal Ja, ich bin nicht. Also bis später. Jo. Du meinst für dich mit, oder was? Jo, Jungs, alles Gute. Hey, cool, danke. Das komplette Team in den Top 5, ne? Ja, sicher, so muss das. Wahnsinn. Ja, Was ist da mit dem Draxler passiert? Ja, die haben's verkackt. Ich hab's leider nicht gesehen. Ich hab extra noch so ein bisschen Ist in die Box Zeit gefahren. gelassen. Hat auch, Luke hatte Du musst schon stehen Zwischenfall bleiben, so, dann warten wir auf einen. Nicht der doch. da- Sebastian, was für ein Sebastian oft geendet hat. Oh. Und irgendwie war am Start auch ein kleiner Zwischenfall, wo der Bayern und Robert, glaube ich, mit Ja, ich warte halt auch noch ein bisschen auf die Jungs da. Werden wir dann mal nach dem Rennen mal gucken. Hat der Draxler aber geschrieben, Ja, warum der das da, ausgestiegen aber- ist, oder was? Hat Ja, nichts gesagt, aber er macht hier gleichfalls. gerade wilde Burnouts und hat sich gerade... Ah, ja, aber schöne Zweikämpfe gehabt, ne? Aber das. Der Draxler. So unglaublich, wie schnell du bist, so, ne? Okay. Aber das. Echt krass. Der Kimi hatte einen Zwischenfall mit Thomas Burning, der für den Kimi im Mauer geendet hat. Mhm. Aber ansonsten, tolles Rennen. AJ, das war ein super Comeback. Jo, danke schön. Das Top hat sauber. mir gut getan. Leider kann irgendwie keiner zurzeit Leon das Wasser reichen. Nee, der Kollege. Ich versuche schon zuzuquatschen, aber Na, alles gut. Er lässt sich nicht ablenken. Das macht doch das spornt doch einen an. Und Aber wir werden, ich mit ihm schätze werden mal, wir besser. Und fertig. Am meisten Spaß gehabt hat er Wolfram, oder? Das Rauchen. Ich habe keine Ahnung. Der war die ganze Zeit live dabei. Aber hier der blau-rote, das sieht echt geil aus, muss ich sagen. Ich hab's gehört. Und er hat klugerweise nicht eingekniffen. Ja. Hat er auch gesagt, der hält sich da raus. Der hat keinen Bock auf Der sich. Pascal war ja ein Stück dahinter, der hat es ja auch mitbekommen. Ja, ich hab mir das angeguckt, das Schauspiel. Das war lustig, oder? Der Wolle, beim Wolle hast du gesehen, der hat gedacht, nee, der Luke, der Ja, ist da auch zu wild unterwegs. Er hat's auch selbst gesagt. Da bleibt nicht schön dahinter, die räumen sich nur ab und ein paar Kurven später hat's dann geknallt. Ja, ich hab das jetzt mal in den Chat geschrieben, so, das. Da hab ich Also- schon, ich war da gerade im Chat bei den Das Flexi kommt in den Jungs, aber Tommy ist ja immer Strafenkatalog, stumm geschaltet. wenn man das nicht macht. Und ich habe nur Sebastian gehört, weil der in der Box stand und das auch verfolgt hat und der, geschaltet, da war es aber schon zu spät. Ja, ich hab das gehört. Die haben da gequatscht. Oh, Luke ist da. Nee, dann lass mal, dann das lieber nicht. Da war ich nicht mit. Ja, schön, war doch gut. Luke, der ist unser Torpedo hier. Dann haben wir jetzt Warm-up, aber die ersten 10 Minuten, ne? Ja, ist auch wichtig. Darum fahren die. Jetzt erstmal Pause. Good luck, everyone. Wait up. Ja, Wahnsinn. Das erste Rennen war doch schon mal sensationell. Ein ganz herzlichen Glückwunsch, Leon. Der fährt hier allen auf und davon. Naja, über die Situation mit Sebastian und Lou entscheidet zum Glück der Renndirektor und nicht ich. Deswegen enthalte ich mich da. Würde ich sagen, freuen wir uns schon auf das zweite Rennen. Bis gleich.
gemacht, gut gemacht. Danke, danke. Ich weiß. Ja, gut, aber, ich wollte dir in dem Rechtsklick halt nicht links in die Karre fahren, weil ich weiß, dass du mir da an der nächsten und Everyone drive slowly, try to get back to the pit. Das bleibt leider nicht aus. Genau. So, wenn es dann entschieden wird, dass es zu hart von mir war, dann muss ich das so entgegennehmen. Solange wir alle beisammen sitzen und uns nicht gegenseitig die Köpfe einhauen, ist alles. Ja, also, wie gesagt, uns ist auch wichtig, so, dass mein Video. uns ist halt auch wichtig, so dass die Leute halt, oder dass ihr halt nicht den Kopf hängen lässt und lasst und dann halt abhaut, so dass. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Dafür ist ja der Renndirektor da und gibt dann zur Not eine Strafe, wenn er der Meinung ist. Also pass auf, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, ne, jetzt mal aus, wie soll ich sagen, aus Sebastians Sicht, so der steht da und der könnte ja rein theoretisch auch den Eugen reporten, weil er eben in die Karre fährt. Ja, da ist garantiert eine gelbe Fahne, so, und der verliert halt das Auto und fährt ihm halt das Auto kaputt. Der Eugen hat sich aber selber auch, glaube ich, das Auto kaputt gefahren, dadurch. Ja. Ja gut, Jungs, ich bin jetzt wieder unten. Ich lasse euch hier noch die Ruhe vom Rennen. Alles klar. Alles Gute fürs zweite Rennen dann. Wir hören uns ja dann danach und genau. Gucken wir uns nochmal gemeinsam an. Da können wir ja noch mal fachsimpeln. Ja. Jeder kann sein Selbst dazugeben. Genau. Ja, okay. Sebastian, machen, dir jetzt auch mehr Erfolg. Vielleicht brauchen wir noch dem Feld hinterher. Noch ein Klick Downforce. Ich bin eben auch von 11 gestartet. Oder 13 sogar. Also. Oh, ist schon gleich, es rennt gleich los hier, Jungs. Oh ja, alles klar. Ich mache mich mal stumm jetzt. Ich wünsche euch alles Gute. Auch dir, Sebastian, ich hoffe, du kommst heil von hinten durch. Nach so 2-3 Runden tue ich meine Stummschaltung wieder aufheben. Ja, aber erst mal in Ruhe. Ich wollte eigentlich pinkeln gehen, vergessen. Ja, Tommy, dir auch alles Liebe und Gute. Okay, alles Gute, Jungs. Und nach dem Rennen, treffen wir uns dann im Haupt. Good luck and have fun. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und irgendwie habe ich hier vor lauter Quatsche den Start versemmelt und bin hier irgendwie ganz hinten, grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben. Alter, ist das rutschelig hier, ey. Sofort schießt der Leon wieder in Front. Direkt dahinter Adam kämpft mit Luke um die Position. Wolfram auf 4, Pascal Steinke auf 5. Oh, und da ist Thomas Börling, Pascal hinten aufs Rad gefahren und auch Tommy musste da ausweichen. Da steht Thomas Börling. Scheißdreck, Das nächste große Durcheinander direkt hier am Start. Ach, schade. Ja, was man schauen. Thomas Börling fällt jetzt hier weit zurück, aber so wie es aussieht, kann er da noch weiterfahren. Müssen wir gleich mal schauen. Das ist Sebastian schon. Und in dem wilden Durcheinander ist auch unser Tommy hier weit zurückgefallen. P14 noch hinter Sebastian, der ja von ganz hinten starten musste nach seinem Zwischenfall am Anfang. Während sich hier vorne Leon schon wieder aus dem Staub macht, direkt dahinter Adam Platzka und Luke Rasputic. Thomas Börling is breaking much too late and hits Pascal. Oh, that's what Pascal said to me. He has a hit. Back to Yeah, it was very close, but yeah. How we all managed to avoid him. Während es hier jetzt schon wieder überall wilde Windschattenschlachten gibt, wir sehen es da hinten, wir sehen es hier hinten, Tree White, Thomas Willershausen, Eugen Schaff und Byron Long kämpfen da. Zu den Top 10 nach vorn fehlen den Jungs allerdings schon 1,5 Sekunden. Ein wilder Auftakt hier, Byron fällt jetzt ein kleines bisschen zurück und auch Sebastian lauert da dahinter. Und auch Robert Simpkins, der hier ans Ende der Gruppe zurückgefallen ist, hatte am Anfang einen kleinen Zwischenfall, den wir uns nochmal anschauen sollten. Wow, jetzt versucht hier Thomas Willershausen, Eugen Scharf in die Mauer zu drücken. Vorsicht, Jungs. Oh, Robert. Robert has... This was not Robert's race today. He lost the car and hit the wall. Ja. He tried to get back into the race, but I think the car was too much damage.
trotz des Zwischenfalls kann sich hier Robert auf P13 behaupten. Dahinter hier geht's wild zur Sache. Ihr habt gerade gesehen, Thomas Willershausen hatte da einen kleinen Ausritt in der Mulsanne-Kurve. Während hier Leon und Luke jetzt um P1 kämpfen. Leon mit einem kleinen Vorteil. Luke hat sich da in der Kurve ein kleines bisschen verbremst und schon greift Adam an, geht da außen rum vorbei. Richtung Garage, hier Seite an Seite geht es hier durch die Kurve, aber alles top und fair und da stellt sich Luke hinten an. Ein Top-Überholmanöver von Adam. Über 3 Sekunden haben die Jungs hier vorne schon Vorsprung auf den Rest des Feldes. Wir sehen es da hinten. Wolfram mit einem kleinen Vorsprung vor einer ganzen Meute von Jungs. Auf P5 inzwischen Dominic Ochochuso. Und hier der nächste Angriff. Luke geht da wieder vorbei am Adam. Ein toller Zweikampf hier vorne um P2. Da spielt natürlich Leon in die Karten, der sich schon wieder auf und davon machen kann. Jetzt hier erste Runde. Hat er schon mehr als 2 Sekunden Vorsprung. Dominic Ochochuso vom Team Northern Winter konnte in der ersten Runde am meisten Plätze gut machen. Befindet sich hier aktuell auf P5. Direkt hinter ihm Michael J. Taylor P6, Ben Summers P7, Eugen Scharf P8, Sebastian Starke P9 und Byron P10. Dahinter dann eine kleine Lücke zu unserem Tommy auf P11. Und Robert Simpkins kann sich da auf P12 behaupten. Allerdings macht da jetzt Michael Draxler richtig Druck. Und dahinter ist auch noch direkt hinten dran Thomas Willershausen. Und mit einem kleinen Sicherheitsabstand Russell Hamilton und Thomas Burling. Leider ist Jan Stefan vom BTR TV Racing Team im zweiten Rennen hier heute nicht mehr am Start. Er ist zu kaputt und fertig und hat für heute gequittet. Und auch Pascal Steinke hat da sein Fahrzeug abgestellt. Müssen wir mal schauen, was da passiert ist. Während es hier jetzt ein Überholmanöver mit kleiner Berührung gibt. Adam Glatka hat sich an Luke vorbeigedrückt, der da in Dunlop-Schikane einen kleinen Fahrfehler gemacht hat. Inzwischen haben die beiden schon über 3 Sekunden Vorsprung auf unserem Wolfram, der sich weiterhin auf einem sauberen 4. Platz befindet. Leon ganz vorne, unser Leader, macht sich wie immer aus dem Staub und ich denke mal jetzt hier auf der 100 hier geraden wird sich Luke wieder rankämpfen und dann wird es den nächsten Angriff geben. Und auch im zweiten Rennen hat Adam eine sensationelle Pace. Schade, dass Pascal da an die Box gefahren ist. Wer weiß, was da los ist. Aber ich glaube, er ist nochmal rausgefahren. Und wir sehen auch da ein Stück weiter hinten, dass jetzt Eugen Scharf ansetzt, um an Ben Summers vorbeizugehen. Ihr wisst auch, Eugen Scharf musste von ganz hinten starten, nachdem das erste Rennen nicht so gut gelaufen ist. Das Team Colt Braun, wie immer mit einer sensationell schnellen Performance und Pace. Allerdings sind sie sehr, sehr fehleranfällig. Zu Eugens Ehre muss man sagen, dass er schon des Öfteren auch unschuldig rausgekickt worden ist. Allerdings ist Eugen hier einer der allerfairsten Fahrer, muss ich auch dazu sagen, denn er hat bisher noch nie einen Protest abgegeben, obwohl er sicher das eine oder andere Mal Grund dazu gehabt hätte. Jetzt gibt es hier den nächsten Zweikampf. Michael J. Taylor kämpft hier mit Dominic Ochochuso. Es geht hier um den letzten Top-5-Platz. Und auch dahinter die Gruppe um Ben Summers und Eugen Scharf, da geht es richtig rund. Und während sich die Jungs jetzt hier wieder eine wilde Windschattenschlacht liefern, hat man weiter hinten einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Schalten wir direkt mal hin. Pascal Steinke hier. Oh! Ah. Where is this? Ah, okay. Ah, it's in the... Ja, before Mulsanne. Oh, Byron! Ja. Dunlop, ja. After Dunlop. Zwischen Michael J. Taylor und Dominic Ochochuso geht es hier hin und her. Der nächste Angriff außen Richtung Indianapolis. Und da kann sich Dominic außen durchdrücken. Ein tolles Überholmanöver. Direkt hinten dran Eugen Scharf, Ben Summers, Sebastian Starke, Thomas Silbernagel und Byron Long. Und auf P12 hinter Byron haben wir dann Michael Draxler. Leon ganz vorne, unser Leader, hat inzwischen schon fast 4 Sekunden Vorsprung auf das Duo hier. Luke Rasputic weiterhin auf P2 vor Adam Klatzka und hier geht der Kampf jetzt in die nächste Runde. Die 2 Jungs von Chip Racing kämpfen da um die Position. Michael J. Taylor gegen Ben Summers. Ben muss sich da hinter seinem Teamkollegen anstellen und auch hinten dran. Sebastian drückt da. Nach seinem Komplettausfall im ersten Rennen zeigt Sebastian hier im zweiten Rennen eine tolle Aufholjagd. Von ganz hinten gestartet liegt Sebastian jetzt schon auf P8 mit Zug nach vorn. Und wir haben es gesehen, Tommy hat da gerade versucht, Dominic Ochochuso anzugreifen, der inzwischen auf P9 zurückgefallen ist. Hat aber da keine Chance vorbeizugehen. Dahinter Michael Draxler konnte inzwischen Byron Long überholen, der sich hier auf P12 befindet. Und hinter Byron eine Lücke von ein bisschen mehr als 2,5 Sekunden zu seinem Teamkollegen Thomas Eveltech Willershausen. P14 dann Thomas Burling und auf dem letzten Punkteplatz Russell Hamilton.
Die Jungs gehen jetzt in Runde 3 und inzwischen konnte Sebastian unseren Ben überholen. Und außen Augenwinkel habt ihr es vielleicht noch gesehen. Robert Simpkins hat jetzt sein Fahrzeug abgestellt und für heute beendet. Der hat sicherlich auch die Schnauze voll. Sehr, sehr schade und vor allem sehr schmerzlich für die Teamwertung. Ihr wisst, der dritte Fahrer vom Checkered Pass Racing Team, Kleber Botaro Mora, ist heute leider nicht am Start, da er in Sebring mit seinem eigenen Team unterwegs ist. Das heißt, das Checkered Pass Racing Team wird heute eine Menge Punkte einbüßen und denke ich mal auch den Anschluss an das Northern Winter Racing Team verlieren. Das alles juckt Leon, unser Leader hier vorne, wahrscheinlich herzlich wenig. Er hat inzwischen über 5 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Mal wieder eine außergewöhnliche Vorstellung von unserem Championship-Leader hier. Während es direkt dahinter ganz eng und heiß zur Sache geht. Luke kann sich die ganze Zeit zwar vorm Adam behaupten, der ist aber in Schlagdistanz. Die beiden behaken sich auch dauernd. Inzwischen hat sich auch Eugen Scharf auf P5 nach vorn gekämpft. Die erste Runde mit Luke weiter an Seite. Und fährt hier aktuell die schnellsten Runden im Feld. Was der im ersten Rennen hatte, aber... Das ist die erste Runde. Und wie ihr seht, hat sich inzwischen auch Sebastian an Michael J. Taylor vorbeigekämpft, der da ganz dicht im Windschatten folgt, aber scheinbar nicht ausscheren kann. Und so wie es aussieht, kommt da auch Ben und Tommy hinten wieder ein kleines Stück näher. Das könnte noch interessante Kämpfe geben, wenn sich die Gruppe hier wieder zusammenschiebt. Michael macht da richtig Druck nach vorn, aber Sebastian kann dem noch standhalten. Und wir hatten eingangs der Runde einen kleinen Zwischenfall, der uns irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Den reichen wir jetzt mal nach. Ah, okay. Wow, that was scary. Dominic lost the car. Good call. But Tommy's like, which way is he going? Which way is he going? Which way is he going? Left. But both of them lucky. Und inzwischen hat es jetzt hier Eugen auch geschafft, an Wolfram vorbeizugehen. Und die Gruppe hat sich jetzt hier, wie von mir vorhergesagt, ganz dicht beisammen geschoben. Die Positionen 4, 5, 6, 7, 8 und 9 ganz eng beisammen. Und auch Michael Draxler hat sich da von hinten wieder auf Position 10 nach vorgekämpft und ist dann gar nicht so weit weg vom Tommy, nachdem er ja bekanntlich auch am Start von ganz hinten losfahren musste. Porsche-Kurven und die Jungs schenken sich hier durch, das sieht richtig geil aus. Unser Byron Long auf P10 musste da schon abreißen lassen und ist inzwischen über 8 Sekunden weg von der Gruppe. Das Team Northern Winter fällt jetzt geschlossen leicht ein bisschen zurück. Wolfram hier, P5, auch mal wieder ein sehr solides Rennen. Und Tommy macht jetzt hier hinten richtig Druck auf Ben, der will unbedingt vorbei. Luke ist weg. Oh, und da scheint es irgendwie einen Zwischenfall gegeben zu haben. Aber wir sehen hier, Luke fährt er noch. Im Hintergrund haben wir aber gerade gesehen, dass da Ben inzwischen gekommen ist. Müssen wir gleich mal aufklären, was da passiert ist. Hey, Luke ist noch da. Aber auf 3. Hat sich gedreht oder sowas. Next one. Ja. Oh, it's Luke. Oh. Ai. That's why Luke lost his second position. Yeah, it was a huge gap after that. Luke lost his car in the last corner before starting finish line, and Adam can go by. Bye. Oh, und während Luke sich da gedreht hat Sebastian seine Internet-Connection verloren. Ach, schade. Der zweite Ausfall hier heute. Und direkt hinterm Luke gab es da auch noch einen Zwischenfall, der uns ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Ich glaube, ihr habt es da noch im Augenwinkel gesehen, wie der Ben da ins Rutschen kam. Sebastian ist weg. Den Zwischenfall reichen wir jetzt direkt auch mal nach. Was ist los, Sebastian? Ach, wir sehen es hier. Sebastian hat seine Verbindung zum Internet verloren und ist ausgeschieden. Sehr schade. Ben Summers and Thomas Silvernagle both lost their cars. Oh, okay. So this was the situation where Yeah. I take a look at the relative and then I completely missed my breaking point and then I don't want to kill anyone and Ben maybe take a look at his mirror and thought, oh dear, what does he do? I did, yeah. Da sind Tommy und Ben also gemeinsam in der vorletzten Kurve abgeflogen. Zum Glück nochmal alles gut gegangen, während es jetzt hier die nächsten 2 Kämpfe gibt. Michael J. Taylor gegen Wolfram Pfund. Das geht da um den letzten Top-5-Platz. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall weiter hinten im Feld, den wir unbedingt mal nachreichen müssen. Den schauen wir uns jetzt auch mal an. Russell here. Oh, one. Oh dear. This chicane is so fucking. Yeah, and without force feedback, it's so difficult to drive. Yeah. Russell also lost his car in the last corners, but nothing happened and he can go on. Und auch unser Tommy hat da mächtig an Boden verloren und kämpft jetzt mit Byron um die Position. Wir haben die beiden hier mal im Bild.
Byron jetzt am Tommy vorbeigegangen und somit auf P9. Tommy jetzt auf P10. Und hier geht der Zweikampf munter weiter. Michael J. Taylor gegen Wolfram Fund. Und da kann sich unser Wolle auch wieder durchsetzen. Von hinten kommt Michael Draxler immer näher, der sich inzwischen schon wieder auf P7 befindet, nachdem er ja von ganz hinten gestartet ist. Ein super Rennen hier. Und inzwischen hat sich hier auch eine Vierergruppe gebildet. Eugen Scharf P4, Wolfram Fund P5, Michael J. Taylor P6 und Michael Draxler P7. Unser Ben ganz hinten auf P8 musste durch seinen Zwischenfall ein bisschen abreißen lassen. Und Tommy ist da noch weiter zurückgefallen. Kämpft hier permanent mit unserem Byron um die Position. Das Team Northern Winter hier geschlossen auf den Plätzen 10, 11 und 12. Sebastian? Sebastian scheint sich da wieder eingeloggt zu haben. Schauen wir mal. Ja, der ist irgendwie, der hat einen Disconnect und da habe ich mich auch erschrocken. Ich bin selber abgeflogen. Bei dir alles gut soweit? Ja, ich habe mich nur gewundert, wo der auf einmal hin ist. Keine Ahnung. Aber Auto ist okay. Ja, der hatte Disconnect. Und dann habe ich auf den geschaut, aufs Relativ geguckt und habe gesehen, dass ich total einen Bremspunkt verpasst habe. Und bin dann quasi, damit ich niemanden abräume, in die Botanik geflogen. Ich hab's gesehen, ich war bei dir. Ah, ja, ein bisschen Pech gehabt am Start. Ja, alles gut. Und auch hier gibt es jetzt den nächsten Angriff, Wolfram Fund gegen Michael Draxler. Ich kann aus irgendeinem Grunde nicht mehr draufkommen. Der Join-Button ist ausgeroutet. Bastian ist da wieder zurück und erklärt gerade im Hintergrund, was da los ist. Während sich hier Team Code Braun auf dem Vormarsch befindet, ein Top-zweites Rennen. Wahnsinn. Was denn? Und Wolfram muss da jetzt nach vorn abreißen lassen. Ja. Inzwischen haben wir Halbzeit erreicht und hier im zweiten Rennen läuft es für Tommy diesmal nicht ganz so gut wie im ersten. Ja, war ein kompletter Internetausfall. Also ich musste den Motor nicht checken. Leon inzwischen 8 Sekunden Vorsprung. Oh, Kaltverformung macht viele Punkte. Wahnsinn. Allerdings hat Pascal einen Unfall gehabt. Und Wolfram fällt jetzt hier im zweiten Rennen ein bisschen zurück. Der ist gerade aus dem Verbund rausgefallen. Aber P6 ist immer noch absolute Sahne. Aber Adam ist noch da. Adam sowieso. Zweimal P2, das ist ein Traum. Das Team Kaltverformung ist heute mit Adam und Wolfram immer noch top aufgestellt. Schade, dass unser Pascal leider die Segel streichen musste. Aber ihr wisst ja, jeder hat 2 Streichergebnisse, das kann er verschmerzen. Michael J. Taylor hier auf P7 hat inzwischen über 4 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Ben Summers. Allerdings reißt der Kontakt nach vorn auch so langsam ab. Wir sehen es hier, schon fast 1 Sekunde Rückstand. Hier haben wir mal Agent Ben Summers im Bild, 007. Dahinter dann ungefähr 3 Sekunden Abstand unser Tommy, der sich hier mit Byron um P9 balgt. Die Jungs befinden sich aktuell in Runde 6 von insgesamt 10. Also ist noch ein Stück Weg zu gehen. Dominik Ochochuso hier auf P11 und Thomas Willershausen auf P12. Beide haben nach vorne und hinten reichlich Luft. Solide Punkte fürs Team. Ich denke mal, hier auf der langen Hunde, die geraten, wird Byron jetzt irgendwann einen Angriff starten. Hier vorne gibt es jetzt einen Zweikampf zwischen Teamkollegen. Eugen Scharf gegen Michael Draxler, die Plätze 4 und 5. Oh, Michael Draxler kämpft. Seite an Seite donnern sie hier die Gerade runter und da kann sich jetzt Michael Draxler gegen seinen Teamkollegen durchsetzen. Das Team Code Braun mit einer super Pace. Siehst du mich auf der Strecke oder fahre ich als Ghost? Ihr habt es gerade gehört und wir sehen sie auch. Sebastian ist jetzt wieder aus der Box rausgefahren, um das Rennen irgendwie noch vernünftig zu beenden. 2 Runden Rückstand. Okay. Jeder Trainingskilometer zählt und für P15 gibt es ja auch noch einen Punkt. Eine tolle Einstellung, da nochmal rauszufahren. Vielleicht passiert ja noch was. Das wollen wir natürlich nicht hoffen.
Ach du Scheiße, ey. Ich war von 18 auf 5 vor. Ja. Und war schneller wie beide vor mir mit Abstand. Ich mit dem Podium gekriegt. Easy. Hast du einen Disconnect oder was? Ja. Oder Rechnerabsturz? Nee, mein Router hat Kontakt verloren. Ich musste ihn resetten. Okay, ah. Thank you. Und ich war von 18 auf 5 vor, ne? Also nach 3 Runden. Sehr, sehr schade. Da hat heute Sebastian die nächsten 2 Streitresultate zu verbuchen. Oh, und Michael J. Taylor geht jetzt hier weit und verliert seinen Platz an Wolfram wieder. Ein kleiner Verbremser und Wolfram schlüpft da durch. Und auch hinten, Tommy und Byron kämpfen da wie wild um die Position. Michael hat durch seinen Ausritt direkt einen Anschluss verloren. Oh, ich kriege irgendwie Kopfschmerzen, ey. Byron macht richtig Druck hinter dir. Ja. Die Halbzeit ist überschritten, also wir haben schon mehr Leid. Wir sehen es ja auch optisch und wir hören es gerade vom Tommy. Byron macht jetzt hier richtig Dampf und will vorbei. Die Jungs gehen jetzt hier in die Porsche-Kurve rein. Ein tolles Duell von den Zweien. Und nachdem unser Byron ja im ersten Rennen so ein Pech hatte, bin ich sehr froh, dass es hier im zweiten Rennen jetzt ein ganzes Stück besser für ihn läuft. Sein Teamkollege Dominik ist inzwischen hinter ihm auf P11 mehr als 6 Sekunden weit weg. Und zumindest ein Ben noch kriegen. Und Tommy gibt jetzt hier das Ziel für das restliche Rennen aus. Ben Summers einholen. Allerdings liegt Ben vor ihm schon fast 3 Sekunden weit weg. Und die Jungs gehen jetzt hier in die 7. Runde. Wie wir sehen, ist da auch unser Byron auf der letzten Rille unterwegs. Man müsste gucken, dass der Byron hinter Ja. Luke hat inzwischen über 6,5 Sekunden Rückstand auf Adam. Trotzdem ein sehr, sehr sauberes und mega solides Rennen hier. Und der nächste Podiumsplatz, denke ich mal, während Leon ganz vorne, unser Leader, die nächste Rekordrunde hier in den Asphalt gebrannt hat. El Cotletto vorbeigegangen. Eugen Scharf konnte seinen Teamkollegen Michael Draxler jetzt wieder überholen. Die Plätze 4 und 5, das gibt sicher auch eine Menge Punkte für das Code Braun Racing Team hier. Und sicher wird jetzt hier gleich auf der Geraden auch der nächste Angriff kommen. Wolfram hinten fällt immer mehr zurück, inzwischen 3 Sekunden Rückstand auf das Duo hier vorn, aber auch 1 Sekunde Vorsprung auf Michael J. Taylor. Nee, hatte recht mit der Strecke, die ist echt weit auf Dauer. Mit jeder Runde, die ich hier die gerade runterfahre, wird mir das bewusster. Da ein bisschen Äuglein zu machen. Leon, unser Leader davon, scheint sich dann zu langweilen. Unglaublich. Vor allem, wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass Leon daheim nicht unbedingt das High-End-Equipment stehen hat. Und unser Tommy kann der Byron einfach nicht abschütteln. Ein tolles zweites Rennen. Dominik hat jetzt ein kleines bisschen an Boden verloren und Thomas Willershausen ist sich dran. Und auch Russell Hamilton, ein ruhiges und solides Rennen, P13. Jetzt kommt der da schon wieder von hinten, ey. Und Sebastian hier hinten auf P17 kämpft sich da auch tapfer durchs Rennen. Hier haben wir auch Pascal Steinke auf P15 im Bild, der nach seinem Zwischenfall doch noch rausgefahren ist, um ein paar Trainingskilometer zu sammeln. Und hier gibt es jetzt den nächsten Zweikampf, Byron gegen Tommy. Und da kann sich Byron gegen Tommy durchsetzen. Ein tolles Rennen von unserem Buddy aus England heute hier. Und inzwischen haben wir den nächsten Zwischenfall zu vermelden, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Michael J. Taylor here. Oh, that's not a good exit. No. But he was lucky. I think the car was not damaged. Nope. Und schon gibt es jetzt hier wieder einen Gegenangriff. Tommy geht da innen sauber durch. Ich sehe gerade, dass sogar die Handschuhe flattern, wenn man die gerade runterfährt. Oh, hier Anfang Runde 8 und plötzlich liegt der Tommy in der Gegend. Und da rutscht er gleich noch einmal weg. Eieiei, Byron ist schon durchgegangen und auf und davon. Und auch Dominic Ociotuso kommt jetzt von hinten. Schauen wir gleich mal, was da los war. Da hat Tommy jetzt fast 10 Sekunden auf dem Byron verloren. Aber voll. Und Dominic hinter ihm ist nur noch ein bisschen mehr als 1 Sekunde weg. Thomas Silvernagel lost his car on 9th position. Auch Champions machen A nice 360, but there's enough space. He lost a lot of time and position, and a few meters later, another spin. Oh nein! Das ist ein paar Federn hier im zweiten. But Tommy is lucky here, no crash into the wall and he can go on. Wir haben noch unser schnellstes Pferd im Stall. Das galoppiert weit vorne weg.
inzwischen 10 Sekunden. Und wir hatten in der Zwischenzeit noch einen kleinen Unfall, den wir unbedingt mal nachreichen müssen. Vor Adam Platzka. Auch den schauen wir uns jetzt an. I'll lift early, Adam, let you go. Auf P3 weiterhin Luke Rasmussen, der hier ein mehr als sauberes zweites Rennen hinlegt. Sebastian, after his internet failure, he rejoined and then he lost the car. Oh, Sebastian here. Sebastian came back here. Ja, his lap 5 and then he completely... Ja, zu Cold Brown, die sich hier immer noch im Infight befinden. Damit ist für Sebastian heute hier leider endgültig Schluss. Und inzwischen scheinen auch hier im Feld überall die Positionen geklärt. Die einzigen, die da noch wirklich um ihre Positionen kämpfen, sind Eugen Schaaf und Michael Draxler. Wolfram mit Respektabstand auf P6 nimmt die Punkte heute mit. Hier vorne auf 4 und 5. Knapp 5 Sekunden hinter den Jungs von Code Brown Racing. Unser Wolfram. Wolle hier auf P6 wieder mal ein absolutes Top-Rennen. Tommy den nächsten. Und Tommy liegt da das nächste Mal in der Gegend. Ei. Da scheinen nicht nur die Reifen gelitten zu haben. Ich glaube, da ist das Nervenkostüm auch ein bisschen angeschlagen. Müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Habe ich euch heute Ich habe ganz schön... Mit Cessaris hast du noch nie erzählt. Ich will den Luke nicht stören. Luke? Den Leon. Gut. Der Luke lässt sich nicht stören, wenn du Leon Witz erzählst. Thomas Silvernagel hier, the next ride to the gravel. Lost the car in Indianapolis. Ja. He lost the rear and the car spun out. Ei. Oh, and Byron also drives to the gravel. Leon, welche Strecken liegen dir denn überhaupt nicht? That was close. Fällt mir jetzt keiner ein. Ich bin gerade dabei für nächstes Jahr. Und Leon hat ja letzte Runde die nächste superschnelle Runde in den Asphalt gebrannt. Deswegen sage ich ja nichts. Eine 3:21.098. Wahnsinn. Und wie ihr gehört habt, befinden wir uns jetzt in der vorletzten Runde. Wäre jetzt schön gewesen, wenn ich was gesagt hätte. Das hätte man direkt in den Kalender aufgenommen. Und während ich mich hier ganz locker mit Leon unterhalte, hat man im Hinterfeld noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir hin. Ich habe auch meine Taktiken. Und hier im Kampf um P4 hat Michael Draxler jetzt einen leichten Vorsprung rausgefahren. Er ist schon knapp eine Sekunde weg von seinem Teamkollegen. Russell here. Oh, Russell also bam. Oh dear. Aua! Same thing? Aua! Pretty much. Oh, this car is completely... He saw what Sebastian did and went, hold my beer. Ach, Russell. Hold my beer. Schade, da haben wir jetzt hier kurz vor Rennende noch einen Ausfall zu verzeichnen. Und hier gibt es jetzt den nächsten Angriff. Michael J. Taylor hat den Rückstand zu unserem Wolle zugefahren und setzt jetzt an, um zu überholen. Wolle gibt da aber seinen Platz noch nicht kampflos her. Russell Hamilton ist irgendwas passiert. Oh, steht in der Box. Wir haben den Unfall eben gesehen. Leider das vorzeitige Aus für unseren Russell. Während die zwei hier immer noch Seite an Seite Richtung Mulsanne fahren. Ein super Rennen heute von Wolfram, der sich hier wieder durchsetzen kann, aber auch ein Top-Rennen heute hier von Michael J. Taylor. Komplettausfall. Und ihr habt ja gerade noch gehört, Komplettausfall für das Checkered Pass Racing Team heute, wobei ich sehe, dass Robert da noch unterwegs ist, aber ganz hinten am Ende des Feldes. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Gesundheit. Ich bin dann schon mal gespannt auf den nächsten Grand Prix, dann in Belgien, Spa-Francorchamps. Und ich denke mal, dort wird Leon nicht der Favorit sein. Spa ist die Lieblingsstrecke von unserem Adam und ich denke mal, der wird dort richtig schnell sein. Aber ich schätze mal, auch das Team Code Braun wird da richtig flott unterwegs sein. Fährt er auf 10 herum. Ich glaube, das ist seine beste Platzierung. Ja, ich glaube, Tommy ist da ein bisschen falsch informiert. Thomas Willershausen befindet sich aktuell auf P11, was immer noch sehr, sehr gut für ihn ist. Und unser Leon auf dem Weg Richtung Start und Ziel wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Es gibt keine Extrapunkte für die schnellste Rennrunde. Sollten wir mal einführen, ich wäre dafür. So, und da haben wir die weiße Flagge jetzt auch draußen. Nee, wir diskutieren ja eher über Erfolgsgewichte. Erfolgsgewichte? 3 Sack Kartoffeln musst du mitnehmen, wenn du gewinnst. Natürlich ist das nur ein Spaß. Ganz, ganz großer Respekt vor Leons Leistung hier in den letzten Rennen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ne? Dass man da Penalties geben kann.
Ja, das funktioniert. Wahnsinn, was er hier abgeliefert hat. Und ich finde schon einen Programmierer, der mir einen Sack Kartoffeln hier reinprogrammiert. Die musste hinten auf den Heckflügel legen. Inzwischen hat Leon über 11 Sekunden Vorsprung und kann hier die letzte Runde genießen. So, damit wären wir in der letzten Runde. Aber auch Adam kann jetzt seinen tollen zweiten Platz gechillt nach Hause fahren. Ich würde mal sagen, ein gelungener Grand Prix. Zweimal P2, das gibt ganz viele Punkte für die Meisterschaft. Aber auch Luke hier auf P3 zeigt eine tolle Performance. Ganz vorne die Plätze 1, 2, 3, da ist alles geklärt. Und ich denke mal, Luke wird da einen großen Schritt in der Meisterschaft nach vorne machen. Dafür gibt es jetzt hier... El Cotletto ist wieder an seinem Teamkollegen Kimi vorbeigegangen. Die Jungs vom Team Code Braun sind hier eingangs letzte Runde ganz dicht beisammen. Vielleicht gibt es da nochmal einen Positionswechsel. Ja, beim Wolfram hier. Und auch Wolfram ist noch lange nicht im Ziel mit seinem 6. Platz. Ja, Tommy, hol dir die beiden. Tommy ist weit zurückgefallen. Ja, aber er hat 2 Leute direkt vor sich. Könnte noch ein Top 10 werden. Allerdings denke ich, dass Tommy auch froh sein wird, wenn er die Zielflagge sieht. Ich will das nur noch ins Ziel fahren, wenn ich ehrlich bin, ey. Ich bin echt durch für heute. Und da bestätigt Tommy direkt auch meine These. Ich kann euch ja mal gleich mal meinen Tag erzählen. Wolfram verliert seinen 6. Platz hier noch. Seite an Seite geht es hier die Mulsanne runter. Aber noch ist der Platz hier nicht verloren, würde ich mal sagen. Wir haben es letzte Runde erst gesehen. Da konnte Wolfram seinen Platz Ende der Mulsanne halten. Würde ich mal sagen, eine Hammer-Saison von Wolfram bis hierhin. Wolfram ist bisher ohne größere Zwischenfälle durch alle Rennen gekommen und hatte nur einen kleinen Tanklapsus im zweiten Rennen in Monza, welche ihm ein paar Punkte gekostet haben. Aber dafür haben wir ja ein Streichergebnis. Besser gesagt 2 Streichergebnisse. Die Hunde hier gerade hier ohne Schikanen scheint wirklich endlos zu sein. Und da kann sich Wolfram wirklich nochmal durchsetzen. Wow, toll gemacht. Jetzt die Gegengerade überleben. Und auch Robert hier kämpft sich tapfer durch Rennen P16. Oh, Willershausen überholt. Das wird nicht mal mit einem Punkt belohnt. Und wir hören es gerade, Tommy konnte doch noch einen Platz gut machen. Ja, und Dominik holst du dir auf der nächsten Geraden. Aber so wie es aussieht, will Evil Tech Thomas Willershausen da seinen Platz nicht kampflos hergeben. Gibt sich aber jetzt doch hier geschlagen. Vor den Jungs Dominik Ochochuso. Oh, fährt jetzt hier in die Mauer eine wilder Schlenker. Oh, Dominik Ochochuso. Ist eingeschlagen, hol ihn wieder. Ich hoffe, das Fahrzeug ist nicht so sehr beschädigt. Oha. Noch hat Dominik einen kleinen Vorsprung. Das kaputt gegangen ist. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Während Leon da die letzten Kurven auf dem Weg zum nächsten Sieg ist, der 6. Sieg in Folge, einfach irre. Ganz tiefen Hut vorziehen, Leon, das war mal wieder eine solide Vorstellung. Team Leon. Team Leon. Noch 2 Kurven, dann ist es vollbracht. Ich hab gesagt Leon. Ein absolutes Bilderbuchrennen, Pole Position, schnellste Rennrunde und ein Doppelsieg. Ganz Wahnsinn. herzlichen Glückwunsch, der Sieg geht nach Bonn. Das ist kaputt, das Auto da vorne. Ich meine das linke Vorderrad. Das rechte Vorderrad. Auf P2 Richtung Ziellinie. Auch da ein ganz herzliches Glückwunsch. Und Luke solide auf P3. Leon, jetzt werden wir ein paar Donuts tun. Oh, wird aber spannend, nochmal hier, wird aber spannend. Spannend, Klappe. Oh, ist mein Stuhl ausgefallen, ey. Oh. Stuhl? Mein Wackelstuhl. Oh, das ist Slowdown. Und da kommen die 3 Jungs hier Richtung Ziel. Dominik holt hier alles raus, Wahnsinn. Und wie es aussieht, kann er hier den Top 10 Platz halten. Glückwunsch. Da bin ich mal gespannt, ob der Slowdown gekriegt hat. Das frage ich mich natürlich auch. Ah. Denn Dominik war da eindeutig mit allen 4 Rädern außerhalb der Strecke. Dominik, did you get a slowdown? No. Surprisingly, no. Ja, Lucky Dog. Was ist denn jetzt hier? Sehr geil, sehr geil. Donuts, please, geil, Donuts. Ja, wo denn? Wo denn? Ja, hier, First Corner. Ach, das ist doch schon lange weg. Bis in die Box. Du musst doch bis in die Box kommen, Tommy. Eigentlich wollten wir doch alle bis in die Box fahren. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ey, das ist doch schön, wenn die ganzen... Ja. Erstmal Donuts damit.
Ja, dann mach mal. Ja, was denn jetzt? Ja, mach Donuts, Ja, also komm. Donuts. Ich hab Hunger auf was Süßes. Ich brauche jetzt Donuts. Oh, Junge. Ich hatte halt... Mega viel Spaß. Ich hab keinen Sprit mehr. Out of fuel, out of fuel. Wow, der Byron bleibt da durch und wir machen Donuts. Okay, Jungs, wenn man sagt, kommen wir dann alle in Hauptchat. Gehen wir mal dahin, ja? Jungs, ich bin bedient für heute. Schade, Sam, Ich bis pack's dann. schon mal, ja. Ja, wir sehen uns die Tage. Ciao. Oh, so. Ja, warte. Dann bin ich erledigt. Wahnsinn. Leon, das war super. Super. Danke. Und alles hat gehalten. Ja, aber diesmal leider bei deinem Kollegen. Hallo. Ja. Hi. Hi. Hallo. Hi, Hallo. Thomas, it was awesome the last lap. Well, I have not tweaked my setup, so... Sebastian lost connection. His box. That's the end of the session. Good night. Lost connection. His internet box. Aua. I'm so old. Crazy. But it was a cool race. Well, I didn't tweak the setup, and this setup in the official Le Mans, I did 21. But Okay. only 26 in this. Keep in mind that the weather is not as expected. We have set up northwest wind and it's shown here west, south, west, south. Yeah. So, It is what it is. Yeah. But It is was what it is. A cool second race. A very cool second race. Tommy, Okay. Tommy, now we meet on your Twitch. yeah, we can take a look and. Okay, I will finish the recording and say goodbye to our viewers. It was an awesome race. Okie dokie. Ciao. Oh, thank you, Byron, for your raid. Good luck, everyone. Good luck. Good luck and have fun. So, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Der nächste Doppelsieg für unseren Leon. Der 6. Sieg in einer Reihe. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Schauen wir nach vorn zum nächsten Rennspar. Vielleicht gibt es da jemanden, der unseren Leon gefährlich werden kann. Wir werden sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibt alle gesund, vor allen Dingen unserem Kanal treu und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Dominic, did you get a slowdown? No. Surprisingly, no. You're lucky, dog. Thought I had road damage coming out of Mulsanne as well when I get a bit stronger. Servus, Leon. Danke, danke. Ich hab dann split mir out of fuel. Whoop.